Hallo alle zusammen. Eine liebe Followerin hat mich gefragt, wie man so eine Muster bei Körbchen häkelt. Also diese Muster kann man nicht nur für Körbchen benutzen, auch für Taschen und alle anderen Sachen, welche man in Runden häkelt. Und ich habe entschlossen, so ein Video zu machen. Und zwar in diesem Video zeige ich wirklich nur, wie diese Muster geht. Boden habe ich fertig vorgehäkelt. Ich habe das mit Häkelnadel Nummer 10 gehäkelt und mit Garn von Bobini 5 mm Schnur. In diesem Video zeige ich auch zwei Verbindungsmöglichkeiten. Erste Verbindungsmöglichkeit mit Endstück, da sieht man gar nichts, von außen sieht man auch keine Verbindung. Und die andere Möglichkeit einfach ohne diese Endstück, da entstehen so welche Striche. Können Sie aussuchen, was ist Ihnen lieber, und fangen wir an. Da ich in diesem Video nur Muster für den Seiten zeigen will, den Boden habe ich schon vorher gehäkelt. Wer das nicht selbstständig kann, schauen Sie auch andere Videos von mir. Es gibt mehrere Varianten und auch diese Abschlüsse. Zum Beispiel diese habe ich mit Endstück abgeschlossen. Es gibt auch ein paar Varianten, wie man ohne diese Endstück abschließt. Und für Anfänger erkläre ich in Kürze Amigurumi-Ring, 6 Festmaschen. Dann jede dieser Masche wird verdoppelt. Hier sieht man. Dann in die nächste Reihe wird jede zweite Masche verdoppelt. Dann in die nächste Reihe weiter so. Ihr müsst nur merken, jede Reihe wird 6 Zunahmen sein. Und diese Zunahmen machen Sie nicht direkt übereinander. Zum Beispiel schauen Sie, hier am Anfang Zunahme war, dann habe ich hier gemacht, aber bei nächster Reihe schon Zunahme vor und dann nach diese doppelte. Also das muss immer hin und her platzieren, damit das perfekte Kreis entsteht. Hier kann man zum Beispiel ganz gut erkennen, wo Zunahmen sind. Die gehen immer nach einer Masche wie vorherige Zunahme. Und dann sehen Sie diese Spiralen. Dann entsteht ein perfekter Kreis. Okay, fangen wir mit den Seiten an. Erste Reihe ist gleich für alle Muster. Und zwar, man häkelt mehrere Varianten auch. Man kann direkt unter diese eine Faden häkeln oder diese und diese zusammennehmen oder hier unter die zwei. Wenn Sie unter die 2 häkeln, dann wird das hier abgerundet, so wie eine Schale sein. Und wenn ihr hier bei diesem einen häkelt, dann bleibt hier dieser Zopf unten und die Seitenwand geht direkt so 90 Grad nach oben. Also ich häkel mal hier bei diesen Stellen einfach feste Maschen in jeder Stelle häkeln. Bis zu Ende von dieser Reihe. Erste Reihe schließen wir ab. Hier noch letzte Masche. Ich gehe rein, nehme ich diese und jetzt diese Endstück durchziehen. Hier durch und wieder zurück auf die Stelle, wo es rauskommt. So. Sauber abgeschlossen. Vorteil für diese Reinschließung, sieht man keine Verbindungsstelle, überhaupt nicht. Nachteil ist, dass man die Länge von diesem Endstück ausrechnen muss, kann, aber nicht immer das passt. Klar, wenn das zu Ende ist, kann man dazu noch nähen und weiter häkeln. Ungefähr rechne ich so aus, dass man die Höhe von den Seiten mal 3 mache ich. Zum Beispiel, wenn 10 cm hier sein soll, dann lasse ich dieses Endstück 30 cm lang. Meistens klappt es. Okay.
und weiter geht's. So, weiter geht's. Schauen Sie, hier kommt ein Stück raus und direkt hier Masche. Zwischen den zwei Faden in die Mitte rausziehen, dann direkt in die nächste, zwischen zwei Faden in die Mitte, hier auch zwischen zwei Faden immer überprüfen, rausziehen, hier diese Masche hier rein, durchziehen und abhäkeln. Weiter in dieselbe Masche hier rein, zwischen zwei Faden auch raus, rausziehen, halten, dann in die nächste. Hier durchziehen und abhäkeln. Und so weiter. Immer in dieser Stelle wieder, wo es war. Dann in die nächste. Durchziehen, abhäkeln. Und so häkelt man bis zu Ende. Reiheabschließung. Schauen Sie, hier war letzte Masche und hier ist schon Anfang. In dieser Reihe zeige ich, wie man mit Endstück abschließen kann und die nächste Reihe zeige ich ohne dieses Endstück. So, schauen Sie, wieder in diese Stelle, wo es vorher war. Dann in diese erste Masche durchziehen, aber abhäkeln tut man mit diesem Endstück. Und wie vorher unter diese zwei Faden durchziehen und verbinden. Und weiter wie vorher. Hier schauen Sie, wo das Faden ist. Hier in die Mitte. Hier ist nur eine Faden. Rausziehen. Dann in die nächste. Durchziehen. Abhäkeln. Und diese Reihe macht er selbstständig bis zu Ende. So, jetzt der Abschluss. Gehen wir davon aus, dass ihr keine Endstück benutzen. So, da rein, da rein, durchziehen und abhäkeln. So, dann diese Schlaufe ein bisschen rausziehen, bei der ersten liegende Masche auf die andere Seite ziehen. Nicht zu groß hier, ungefähr dasselbe Größe wie die Masche. So, dann weiter geht's. Wo diese Schlaufe durchgezogen war, hier diese V da rein. Garn rausziehen. Immer aufpassen, dass der nicht wegrutscht hier. Dann in die nächste. Rausziehen. Erstmal durchziehen hier. Dann diese Schlaufe drauflegen. Und zwei abhäkeln. Es ist verbunden und die erste Masche von der nächsten Reihe ist fertig. So sieht das aus. So, und weiter geht's. Wie vorher.
Und ich zeige euch noch einmal diese Verbindung ohne Endstück. Hier rein, durchziehen, abhäkeln. Und das war's. Und Unterschied zu diesen Verbindungen sind, schauen Sie, von außen ist nichts zu sehen, von innen. Hier mit Endstück sieht man nichts. Hier diese zwei Reihen sieht man diese Striche, so Faden hier. Und das wird so weiter nach rechts so wandern, je höher ihr häkelt. Und ja, wie gesagt, können Sie selber aussuchen, welche Methode für euch lieber ist. Und weiter einfach in die Höhe häkeln und dann kann man abschließen. Letzte Reihe Abschluss. Man kann einfach so hier lassen, wenn es gefällt, ein bisschen Garn rausziehen, hier unter die zwei Faden und wieder zurück dann und vernähen auch nicht vergessen. Es gibt auch andere Varianten, welche man hier als Abschluss machen kann. Ich habe extra ein Video dazu. Schauen Sie auf meinen Kanal. Link steht unten in der Beschreibung. So, und hier zeige ich jetzt eine leichteste Variante mit Kettmaschen. Durchziehen. Machen wir hier einen Knoten, so viel rausziehen, dass der Knäuel hier durchpasst. Und wieder zurückziehen. Hier entsteht so ein Knoten. So, und nach dieser Knoten die nächste Masche unter die zwei Faden. Und durch diese und so weiter mit Kettmaschen durch ganzen Rand umhäkeln. Hier ist Verbindungsstelle. Geht man auch rein, aber hier sind 3 Faden. Und die letzte Masche hier, wo Knoten war, rausziehen, abschneiden. Hier bei der ersten Masche die 2 Faden. Und wieder zurückbringen, wo es rauskommt. Suchen Sie diese Stelle. Und es fertig abgeschlossen. Und dieses Endstück verstecken. Und das war's. Mein Körbchen ist fertig. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie. Schreiben Sie mir einen Kommentar, ob hat es euch gefallen. Und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.